Hallo, hier ist wieder der Walter Pfisterer vom Arca-Shop. Heute geht es mal um ein ganz spannendes, und zwar wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, spannendes Thema. Es geht um die Friktion. Was ist die Friktion? Wie stelle ich sie ein? An welchen Köpfen gibt es eine Friktion? Und manchmal ist es auch so, dass die Friktion zu stark eingestellt ist. Wie löse ich sie dann wieder? Ich habe euch hier mal einen ganz traditionellen Kugelkopf von Arca hergerichtet. Da haben wir innen die Kugel und außen eine Schale. Hier Schale, da Kugel. Die Kugeln von Arca Swiss, die sind ja nicht rund, sondern die sind ganz leicht asphärisch. Warum sind die asphärisch? Weil, wenn die Kugel sich in der Halbschale oder in der Schale bewegt, dann, weil sie eben diese asphärische Form hat, beim Kippen zur Seite oder auch nach vorne, bildet diese Formation in sich, bilden die schon Gegenkräfte. Das reicht aber manchmal nicht aus. Hier habe ich mal hergerichtet, einen dicken Monsterbrocken, eine R5, eine Canon R5 mit einem 2870, also echt Heavy Duty. Die bringen wir jetzt mal auf den Kopf und dann versteht ihr sofort, was ich meine. Ich habe jetzt hier an dem Kopf überhaupt nichts fixiert, ich bin auf Null. Und ihr seht auch sofort, warum. Ja, ich schütze schon meine Kamera. Und jetzt stellen wir die Friktion gemeinsam ein. Ich gehe mal hier auf die 1. Die Bewegung ist immer noch zu leicht. Die 2, dasselbe. Die 3, ganz kleines bisschen habe ich jetzt schon einen Widerstand. Jetzt die 4. Da wird der Widerstand gar nicht so schlecht. Ja? Und bei der 5 haben wir es fixiert. Das heißt, wir haben jetzt ermittelt, dass für unsere Gewichtskombination hier die 4, zumindest mir persönlich, der optimale, smoothe Widerstand bietet. Dann gehe ich jetzt wieder hier zurück auf die 4 und diese 4, die definiere ich hier an der Seite mit dem kleinen silbernen Drehknopf. Den drehe ich jetzt mit dem Daumen im Uhrzeiger so lange bis zum Anschlag. Habe ich jetzt. Und das bedeutet, jetzt habe ich eben genau diese Gegenkraft, die ich für mich will, habe ich definiert. Und ich brauche nur noch eine ganz kleine Bewegung auf die 5 und die Kamera ist fixiert. Das hat einen ganz großen Vorteil, dass ich mich als Fotograf jetzt um mein Motiv kümmern kann. Gehe leicht auf, gucke durch und ich habe keine Sorgen mehr, dass mir die Kamera irgendwie abhaut. Nee, passiert ja nicht mehr. Das heißt, ich kann mich auf mein Motiv richtig, richtig gut konzentrieren, mache es auf, so ist mein Motiv gut, ganz kleine Bewegung und zack und fest und schwupp, 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 auslösen. Um euch das noch besser erklären zu können, habe ich mir jetzt mal eine Tasse geholt. Die Tasse ist meine Kugel. Das hier, das ist meine große Arretierungsschraube. Die Hand, das ist die kleine Schraube, die kleine silberne, die Friktionsschraube. Also, stellt euch das vor, ich habe jetzt meine Canon oben drauf, dann schraube ich. Hier in etwa habe ich die Position 0, also da geht es natürlich schwupp, schwupp, schwupp mit der Kamera. 1, 2, 3, 4 komme ich langsam in die Reibung, bei 5 hätte ich es fest fixiert. Also gehe ich jetzt wieder hier mit der Arretierungsschraube, gehe wieder zurück auf die 4 und fixiere diesen Punkt, definiere diesen Punkt mit meiner Friktionsschraube. So. Und das bedeutet, egal wie sehr ich jetzt das hier schraube, ja, die Schraube kann gar nicht mehr weiter zurück, weil sie ja durch die festgehalten wird. Und so bleibt es auf der Position 4 stehen. Was jetzt manchmal passiert,
Ich hatte jetzt die Canon drauf, die ja wirklich schwer war. Und dann nehme ich eine kleinere Kamera, habe das aber irgendwie vergessen. Und dann bewegt sich die Kugel wahnsinnig schwer. Was mache ich? Dann will ich versuchen, hier aufzudrehen. Und jetzt habe ich aber in dieser Kombi eine Wahnsinnszugkraft auf der Schraube. Das heißt, die Friktionsschraube lässt sich so gar nicht öffnen. Was dann? Muss ich diese Arretierungsschraube, die drehe ich dann beispielsweise eben mal auf die Position 12, so dass ich den Abstand hier vergrößere und dass ich den Zug von der Friktionsschraube nehme. Also hier 12 oder meinetwegen auch noch mehr. Und dann kann ich die Friktionsschraube ganz, ganz, ganz leicht lösen. Und dann, ja, dann geht die wieder nach außen und dann geht es wieder ganz leicht auf. Und dann kann ich auch eine kleine Systemkamera zum Beispiel wieder neu definieren. Das war's. Ihr seht also, die Friktion ist ein ganz schön spannendes Thema. Ich habe euch jetzt hier mal alle Köpfe von Arca hergerichtet, die es in der Friktion-Ausführung gibt. Beim Z gibt es nichts ohne Friktion. Den P0, den kleinsten, den gibt es sowohl mit als auch ohne. Die Friktion mit heißt P0 plus. Das Plus bedeutet immer mit Friktion. Und ich habe euch ja gerade gezeigt, was eigentlich gut ist. Also, dann gibt es den P1, den gibt es nur in der Plus-Version. In der Zwischenzeit gibt es auch den P0 Hybrid, gibt es auch nur in der Plus-Version. Und seit ewigen Urzeiten den Cube. Auch da kann man die Vorreibung ein bisschen verstellen. Tolle Sache. Your choice. My choice is now a coffee. Tschüss, bis dann.